In diesem Video klären wir die Frage, wie du rechtlich im Internet auf der sicheren Seite bist. Eines vorab, ich bin kein Rechtsanwalt. Ich kann keine rechtlichen Auskünfte geben. Und alles, was ich hier sage, ist unter Vorbehalt. Ich kann nur sagen, wie ich es mache. Einfach um geschützt zu sein. Ja, wie ist das denn nun im Internet? Es ist ja so, es kommen manche windige Rechtsanwälte, kommen auf die Idee, dass man ja mal ein bisschen abmahnen könnte und dafür gibt es dann viel Geld. Ja, mir ist Folgendes passiert. Ich habe damals, früher war das Fotolia, heute ist es Adobe Stock Photos, habe ich ein Abonnement gehabt für einen Monat. Da konnte ich mir so und so viele Bilder runterladen und die konnte ich natürlich auch verwenden. Dafür war es ja gedacht, ne? Dafür habe ich ja bezahlt. Die Bilder habe ich runtergeladen, die habe ich verwendet auf meiner Webseite. Und irgendwann, viele Jahre später, bekam ich dann erst eine E-Mail und dann einen Brief von einem Rechtsanwalt, der mir mitteilte, dass sein Mandant jetzt einmal ein paar tausend Euro von mir haben möchte. Ich meine, es waren ein paar tausend, weil ich sein Bild auf meiner Webseite nutze. Ja, ich nutze das, weil ich es darf, weil ich es gekauft habe. Und deswegen habe ich auch das Recht, das zu nutzen. Das war auch alles unstrittig. Zum Glück, ne? Zum Glück konnte ich nachweisen. Bei Adobe hat ja dann irgendwann mit Fotolia fusioniert und daraus wurde dann Adobe Stock Photos und die ganzen Daten wurden zum Glück von Fotolia zu Adobe übernommen. Also konnte ich ohne Probleme nachweisen, dass ich das Foto gekauft hatte. Ich konnte sogar sagen, an welchem Tag ich es gekauft hatte, in welcher Einschreibung ich das gekauft hatte, wann ich dafür bezahlt hatte. Also das war schon sehr praktisch. Aber ich musste dafür meinen Rechtsanwalt beauftragen. Ne? Ich musste meinem Rechtsanwalt sagen, dass er bitte demjenigen ein Schreiben aufsetzen soll und dass er dem sagen soll, dass ich das doch alles völlig korrekt erworben habe. Und er sagt auch, ja, das müssen wir machen, weil sonst kommt es zu dem und dem rechtlichen, ich weiß gar nicht mehr, was das war, auf jeden Fall irgendeine rechtliche Konsequenz hätte das gehabt und er hätte mich dann, ja, im Endeffekt hätte er mich wahrscheinlich verklagt. Ne? Du siehst schon, das ist alles ein bisschen schwammig, was ich hier erzähle. Das liegt aber daran, weil ich mich da jetzt so gar nicht mit auskenne. Womit ich mich auskannte, war dann die Rechnung, die der Rechtsanwalt mir geschickt hat, über 320 Euro für einen Brief. Den bekam er nämlich von meinem Rechtsanwalt, also der eine zu dem anderen, und dann war die Nummer erledigt. Natürlich, ich konnte ja genau nachweisen, dass ich eben nichts Schlechtes oder nichts Schlimmes getan hatte. Ich musste ihn aber beauftragen und das hat mich 320 Euro gekostet. Ja, und danach habe ich gedacht, es muss eine andere Lösung geben. Und bin dann auf eine Webseite gestoßen und die möchte ich dir jetzt einmal am Rechner zeigen, weil das finde ich ein sehr, sehr gutes Angebot. Und auch das wieder kann sich jeder erlauben. Ja? Das ist das Wichtige an der Geschichte. Es ist wie eine Versicherung. Hier habe ich einmal die it-recht-kanzlei.de aufgerufen. Ich hinterlasse dir den Link auch in der Infobox. Und wenn du dann hier auf Starterpaket klickst, Paket ansehen, dann siehst du verschiedene Pakete. Starterpaket, Premium-Paket und das Unlimited-Paket. Ich weiß ja jetzt nicht, wie viele Webseiten du hast, aber angenommen, du hast einfach nur eine Webseite, wo du ein paar deutsche Texte haben möchtest, dann kannst du hier das Starterpaket wählen. Was ich hier so gut finde, ist, du bekommst alle Texte, die du für deine Webseite brauchst, bekommst du von denen zugeschickt, auf deine Webseite bezogen sozusagen und bindest du die einfach nur ein und wenn sich rechtlich irgendetwas ändert, dann senden sie dir neue Rechtstexte zu. Das ist schon mal sehr gut. Ne? Und das nächste, was sehr gut ist, wenn dir so etwas passiert wie mir und irgendein windiger Anwalt auf die Idee kommt, dass du ja vielleicht mal für ein Bild bezahlen könntest, was du schon gekauft hast, dann springen die für dich ein. Und das alles für 10 Euro im Monat, da bist du völlig auf der sicheren Seite. Ja, und deswegen finde ich dieses Angebot so gut. Du kannst dich hier ganz genau angucken, was da alles drin ist. Nämlich, ja, du bekommst im Prinzip ja das rundum sorglos Paket. Ne? Also angenommen, es wird wirklich jemand sein, der dich anschwärzt oder der sagt, du hast irgendwas falsch gemacht, dann kommen die hin und ja, übernehmen die Kosten für die eigenen, also ne, wenn sie jemanden anschreiben müssen und so weiter. Hätte ich das zu dem Zeitpunkt schon gemacht, hätte ich im Prinzip 32 Monate
für die 320 €, ne, bei denen Mitglied sein können und wäre 32 Monate abgesichert gewesen für diese 320 €, die mich der eine einzige Brief gekostet hat. Aus dem Grund, es gibt wirklich überhaupt keinen Grund, warum du das nicht machen solltest. Also meine ganz, ganz starke Empfehlung: Such dir, wenn nicht diese Webseite, ich habe da auch nichts mit zu tun, ich bekomme auch keine Kommission für diese Empfehlung. Es ist einfach wirklich nur etwas, was ich für mich entschieden habe, was eine gute Investition ist für mich, für mein Geschäft, ja. Und, deswegen ganz, ganz gut Empfehlung, mach das unbedingt, ja. Wenn du eine Webseite hast und irgendwie Sorgen hast, dass vielleicht irgendwas irgendwo irgendwie nicht richtig sein könnte, weil so ganz genau wissen wir Otto-Normalverbraucher das ja nicht, ne? Dann bist du so auf der absolut sicheren Seite. Du kannst dir hier nochmal alles genau angucken und neben jedem Punkt ist auch immer hier so ein, ja, so ein kleines, ja, so ein kleiner Punkt, wo ich nochmal draufklicken kann. Und dann kann ich mir das hier genau durchlesen, was damit gemeint ist. Finde ich auch persönlich sehr angenehm. Und wie gesagt, das ist keine Kündigungsfrist, du kannst es monatlich kündigen und 2 Monate sind sogar kostenlos. Ja, also viel besser wird es eigentlich nicht, ne? Deswegen schau dir das unbedingt an und guck, ob du so auf der sicheren Seite sein und einfach ruhiger schlafen möchtest, ne? Also, ich kann dir versprechen, ja, man schläft ruhiger, weil man weiß, im Notfall springen die ein. Das ist eine Rechtsanwaltskanzlei, ist auch ganz seriös, kann man auch anrufen. Ich habe auch mit den Herren schon gesprochen. Ja, ist ganz nett und man fühlt sich gut aufgehoben. Schau es dir einfach mal an. Ich hoffe, das hat dir geholfen und ich hoffe, du weißt jetzt, wie du absolut auf der sicheren Seite sein kannst, ne? Egal, ob es sich jetzt um die DSGVO handelt oder hier um irgendwelche Datenschutzbestimmungen oder, ob es sich um Haftungsbeschränkungen oder keine Ahnung, all diese Dinge. Damit bist du auf der sicheren Seite, ne? Ja, und dann, wenn du uns dann jetzt ein Like dagelassen hast, ein Abo natürlich auch und die kleine Glocke angeklickt hast, dann freue ich mich darauf, dich im nächsten Video wiederzusehen. Bis dahin, tschüss.